Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal Kreuzdame und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit dabei seid und heute zu einem Unboxing-Video. Ja, ich habe wieder ein Paket erhalten von der Marke Painting Fairy Cross Stitch und zwar ist das wieder ein Kooperationspaket. Das heißt, ich durfte mir die Produkte aussuchen, sie wurden mir kostenlos zur Verfügung gestellt und ich musste nur die Versandkosten bezahlen. Ja, dieses Mal ein etwas dickerer Karton, wie ihr sehen könnt, denn in diesem Karton befinden sich 5 Stickkits. Die möchte ich jetzt mit euch gerne gemeinsam auspacken. Ich habe den Karton schon mal geöffnet. Ihr könnt einen Blick reinwerfen und ich nehme jetzt mal alles raus, was in dem Karton drinnen ist. Also, Karton ist leer. Den gebe ich zur Seite. Und ich denke, wir fangen gleich mit dem Zubehör an und arbeiten dann den Stapel ab. Ich habe das jetzt mal zur Seite gegeben. Ja, das Zubehör, also das Toolkit, dieses Mal in einem blauen Organza-Säckchen. Also das kennen wir auch schon von den anderen Unboxing, nur bis jetzt hatte ich es in Rot, Grün und Weiß, aber noch nicht in Blau, dieses Organza-Säckchen. Also die gefallen mir auch total gut und die hebe ich auf jeden Fall auf, denn diese Säckchen kann man natürlich auch noch für andere Dinge verwenden. Ja, Zubehör ist eigentlich immer das gleiche. Also das Zubehör gilt für alle Kits, die in dem Karton sind. Das heißt, nicht jedes Stickbild hat eigene Nadeln oder eigene Schere, sondern dieses Toolkit gilt für alle Stickkits, also in diesem Fall für alle 5. Wir haben dreimal, wie üblich, diese Silikonfingerhüte. Ja, also die sind auch jedes Mal dabei. Dann haben wir dreimal diese Bobbins, Flossbobbins genannt, die man verwendet, um die Fäden zu barken. Ihr seht, man kann das umklappen. Also ich zeige euch das hier nochmal. Das heißt, man wickelt den gebarkten Faden um den Bobbin und danach klappt man das so um und der Faden hält innen. So kann man seine Fäden barken. Und was ich mittlerweile auch gelernt habe, man kann diese Bobbins auch ineinander stapeln. Das wusste ich auch nicht, das habe ich von meinen YouTube-Kollegen gelernt. Ja, dann haben wir wieder diese Schere, die sehr spitz ist. Ich verwende sie auch regelmäßig, also ihr seht sie auch in meinen Stickzeitvideos. Die ist wirklich eine tolle Schere. Man kann, wie gesagt, sehr knapp am Stoff abschneiden. Ja, und dann haben wir auch noch Nadeln dabei. In diesem Fall sind es diese Jedam-Nadeln in der Größe 24. Oh, das überrascht mich jetzt, denn bis jetzt waren eigentlich immer 26er Nadeln dabei. Also, ob das jetzt 24er sind, kann ich jetzt auf Anhieb so nicht sagen. Es sind jedenfalls 2, 4, 6, 8 Stück, 8 Stück dabei, aber ja, normalerweise sind es 26er. Ja, muss ich dann mit den anderen Nadeln vergleichen, ob das jetzt 24 oder 26er Nadeln sind. Ja, denn eigentlich für meine Stickprojekte brauche ich am ehesten 26er oder 28er Nadeln. Ja, das war das Toolkit. Wie gesagt, das ist einmal dabei
und zwar für alle Stickkits zu verwenden. In diesem wunderschönen Organza-Säckchen. So, dann haben wir ja die Flyer. Also zu den Flyern möchte ich jetzt auch nichts mehr sagen. Das habe ich wirklich schon 100-mal, 1000-mal erklärt. Einfach die Infos zu der Firma Painting Fairy Cross Stitch. Ja, sind auch in jeder Bestellung dabei. Wie gesagt, dazu möchte ich jetzt nichts mehr sagen. Dann habe ich wieder eine Garnprobe erhalten, und zwar von dem ägyptischen Baumwollgarn, das ja Painting Fairy Cross Stitch verwendet. Und ich muss euch sagen, ich liebe dieses Garn. Ich sticke ja meinen aktuellen Headsaul, also auch mit diesem Garn, und es kommt wirklich, wirklich gut raus. Also ich habe jetzt die Farbnummer 3811, also so ein helles Blau erhalten. Ich glaube sogar, dass diese Farbe bei meinem Saul verwendet wird. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Also eine Garnprobe. Vielen Dank, Painting Fairy Cross Stitch. Und was haben wir dann dabei? Ja, da habe ich mir ja noch was anderes ausgesucht, und zwar Garn. Nämlich das Garn von Painting Fairy, und zwar, wie gerade gesagt, sticke ich ja am Heaven and Earth Saul, und den habe ich ursprünglich gestartet auf 25 Count. Ja, dann war ich aber nicht zufrieden und habe dann neu gestartet auf 18 Count. Und für 18 Count benötigt man ja mehr Garn als wie bei 25 CD. Und aus diesem Grund habe ich mir jetzt noch Garn nachbestellt, und zwar nur diese Farben, wo ich vermute, dass es knapp werden könnte. Das heißt, ich habe 2, 4, 6, 8, 9 Docken nachbestellt von dem Garn von Painting Fairy, und dieses Garn gebe ich dann dazu zu meinem Saul. Also ich gehe jetzt davon aus, dass die Farbnummern alle passen. Kontrollliste ist jetzt keine dabei. Wie ich das erste Mal das Garn bestellt habe, haben sie auch eine Kontrollliste mitgeschickt. Aber vielleicht, da es nur 9 Docken sind, vielleicht wurde diese Liste deshalb nicht mitgeschickt. Ja, also das ist toll. Also das Garn ist wirklich empfehlenswert von Painting Fairy. Und dann habe ich auch noch ein Goodie erhalten, hier eingepackt in einen Zipbeutel und nochmal eingepackt in einer Hülle. Und zwar habe ich wieder Stoff bekommen von Painting Fairy, und dieses Mal in 14 Count. In der Größe 40 x 50, entschuldigt. Und ich nehme ihn jetzt raus, da es wirklich eine tolle Farbe ist. Und zwar ist es so eine Art Blau-Lila. Also das ist jetzt die Größe, 40 x 50. Und wunderschöner Stoff. Also wirklich, wirklich wunderschön. Und dieser Stoff ist tatsächlich umsäumt. Da kann nichts ausfransen. Also das muss ich sagen, ist aber nicht bei jedem Stoff von Painting Fairy Cross Stitch. Also ich habe auch schon andere Stoffe erhalten, die waren nicht umsäumt. Ja, auf dieser Seite ist die Webkante, aber die anderen 3 Seiten sind tatsächlich umsäumt. Also in diesem wunderschönen blau-lila Ton, also eher lila als blau. Ja, wunderschöne Stoffe. Jetzt habe ich doch schon einige zu Hause, aber noch keine Idee, was ich darauf sticken werde.
Ja, also das wäre mal der Stoff. Ich möchte ihn nur gleich einpacken. 14 Count, 40 mal 50 Zentimeter. Vielen Dank für das Goodie Painting Fairy Cross Stitch. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, das wurde noch so dazugegeben. Und dann nehme ich schon das erste Stickbild runter, also von meinem Stapel. Und ich nehme mal alles raus. Wir haben hier einen Druckverschlusstasche mit dem Druckknopf. So. Und ich drehe jetzt mal um und zeige euch, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar ein kleines Stickbild. Und er heißt Cute Little Fox, also er ist ja wirklich cute. Ein absolut niedliches Motiv. Ja, man braucht auch kleine Stickbilder, denn ab und zu hat man ja auch gern mal ein Finish. Und darum sticke ich zwischendurch auch gerne an den kleinen Stickbildern. Und darum habe ich mir das ausgesucht. Also der kleine Fuchs, er ist ja wirklich cute. The cute little fox. Und wir schauen uns dann die Legende an. Und wir haben tatsächlich eine Mischfarbe nur. Also das ist durchaus machbar mit nur einer Mischfarbe. Und ja, wir haben, also die tatsächlichen Farben muss ich mir dann auf der Garnkarte ansehen. Denn ihr seht hier, wir haben zweimal die 310 gelistet. Wir haben auch die 3865 zweimal gelistet. Also wenn ich die 2 wegrechne, dann hätten wir 27 einfache Farben. Aber wir werden uns das dann auf der Garnkarte ansehen. Ja, es ist diesmal wirklich alles dabei. Also wir haben das volle Kreuz, wir haben halbe Kreuze und zwar in 2, 4, 6, 8 Farben. 8 Farben halbe Kreuze. Wir haben 2 Farben Viertelkreuze. Und wir haben 5 Farben Backstitches und eine Farbe French Knot. Also es ist wirklich alles dabei bei diesem Stickbild. Und dahinter haben wir noch die Anleitung, die Papieranleitung auf A4-Papier. Also hier sieht man schon die Backstitches, also da ist einiges an Backstitches zu machen. Beim Little Fox. Also ein niedliches kleines Stickbild. Der Stoff, ihr seht schon, es ist nicht sehr groß. Es ist also wirklich ein kleines, also im Vergleich, es ist etwas größer vielleicht wie meine Hand. Also wirklich ein kleines Motiv. Oh, und ich habe es auf 18 Count. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass ich da 18 Count ausgesucht habe, aber ja, es wird auf jeden Fall stimmen. Und ja, wir haben 85 Stiche in der Breite und 128 Stiche in der Höhe. Also ein kleines Motiv. Ihr seht auf den kleinen Motiven, es ist keine Legende aufgedruckt auf der Seite. Also wir haben hier rein nur das Stickbild und oben die Aufschrift von Painting Fairy Cross Stitch. Und ja, der üblich perfekte Druck von Painting Fairy, so wie man es erwarten kann. Ja, also dieses Mal in 18 Count. Also obwohl es nicht sehr groß ist, ist doch einiges dabei zu tun bei diesem Motiv. Bei dem kleinen Cute Little Fox. Ja, die Farben, ihr seht diesmal auf Karton, Garnkarten, ja, wie vermutet 27 Farben.
Oder, Moment, 15, ja, 27. Es sind tatsächlich 27 Farben. Hauptsächlich natürlich viele, viele Brauntöne und auch Creme-Weißtöne, so wie auf dem Foto, auf dem Vorschaubild abgebildet. Auch einiges an Blau haben wir, aber ich vermute, die Blautöne sind für die Augen gedacht. Ja, also ein kleines Motiv, aber nicht zum Unterschätzen, da doch einiges dabei zu tun ist. Also der kleine Fuchs, ich packe ihn ein. So, das war das erste Motiv und dann kommen wir zum zweiten Motiv von meinem Stapel. Auch da in dem Druckverschlussbeutel. Und ja, was habe ich mir ausgesucht? Ah ja, ja, jetzt kann ich mich auch wieder erinnern. Und zwar habe ich mir dieses Mandala ausgesucht. Also in dieser Art habe ich überhaupt kein Projekt noch in meinem Lager, also kein einziges. Und mir hat das sehr gut gefallen von diesem Farbverlauf. Also ich gehe davon aus, dass da etliche Mischfarben sein werden, um diesen Farbverlauf auch hinzubekommen. Ja, das ist diese Mandala, also Colored Mandala, also das färbige Mandala. Und da schauen wir uns jetzt auch die Legende an. Oh, oh, wir haben gar keine Mischfarben. Wir haben tatsächlich 13 einfache Farben. Also das müsste dann doch einfach zu sticken sein. Aber wir haben auch einen French Knot. Wo soll der bitte hin, der French Knot? Das kann ich so auf Anhieb nicht erkennen, wo da ein French Knot sein sollte. Ja, der Rest, es ist nur volles Kreuz zu sticken, also 12 Farben volles Kreuz und ein French Knot in der Farbe 2011. Also das ist definitiv keine DMC-Nummer. Vielleicht ist es irgendein Sondergarn. Aber das werden wir uns gleich ansehen, wenn wir die Garnkarten anschauen. Also 2011 ist definitiv keine DMC-Nummer. Ja, die restlichen Farben sind DMC-Nummern. Dann wie gesagt die Papieranleitung. Und es ist interessant. Hier haben wir jetzt diese Punkte, die in dieser Farbe 2011 gestickt werden sollen. Also sind das alles French Knots. Na, das ist mal interessant. Also das Mandala hat da dann tatsächlich hier und hier alles in French Knots gestickt. Das ist eine interessante Kombination. Also dann haben wir aber sehr, sehr viele French Knots zu machen. Ich schaue ganz kurz. Ja, da müsste man sich das noch übersetzen im Übersetzungsprogramm, da ich keine Ahnung habe, was das jetzt bedeutet, diese chinesischen Schriftzeichen. Und ja, jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt. Ja, schauen wir uns vorab. Ich sehe schon. Oh, die French Knots sind keine French Knots. Die French Knots sind tatsächlich Perlen. Oh mein Gott. Ja, das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Schaut euch das an. Wunderschönes Gelb, wunderschöne transparente Perlen.
Na, das ist jetzt eine Überraschung. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das sehr, sehr gut rauskommt mit diesen wunderschönen gelben Perlen. Also meine Lieben, ich glaube, das Projekt werde ich selbst sticken, also das wird nicht in die Verlosung gehen, denn da bin ich ja mal gespannt auf diese Perlen. Das ist ja interessant. Wir schauen uns noch den Stoff an. Ihr seht, das Projekt ist jetzt nicht so klein. Ja, hier ist das Projekt. Ja, es ist 14 Count. Ich glaube, da konnte man sich auch keine andere Countzahl aussuchen. Und hier ist das Mandala. Also wunderschön zum Erkennen. Und ich zeige euch mal diese Punkte. Ihr seht diese schwarzen Punkte. Also zum Beispiel, entschuldigt, ich klappe das ein bisschen zusammen. Also ihr seht, das sind alles Perlen. Also diese schwarzen Punkte werden alles Perlen gestickt. Also da sind sehr, sehr viele Perlen dabei. Aber das ist ein tolles Projekt. Das habe ich noch gar nicht gesehen bei Painting Fairy. Das ist wirklich, wirklich interessant. Ja, der Druck einwandfrei, auch wieder andere Druck. Auch hier haben wir keine Legende aufgedruckt. Dafür ist der Stoff natürlich wieder umsäumt auf allen Seiten. Ja, die Größe, wir haben 186 mal 190 Stiche, die Größe, also es ist fast quadratisch. Und da bin ich tatsächlich gespannt, wie das rauskommt mit den Perlen. Also ich habe jetzt tatsächlich gedacht, es sind French Knots, aber nein, es sind Perlen. Das ist eine schöne Überraschung. Ja, die Garnkarte dazu. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12 Farben. Ihr seht, die Farbe 2012 ist frei. Also das sind ja die Perlen. Aber für die Perlen ist kein Faden extra dabei. Also da müsste man dann extra mit einem Perlengarn sticken. Also ich habe ja genug zu Hause, aber für diejenigen, die bisher noch nicht Perlen gestickt haben, die bräuchten dann halt ein extra Garn, denn dieses Garn, das ihr hier seht, ist ja jetzt nur für den Kreuzstich gedacht, diese Farben. Also wie gesagt, 2011 ist kein Garn dabei. Ja, ein interessantes Projekt, muss ich sagen, auf das freue ich mich. Da hätte ich jetzt ja doch glatt Lust, das gleich zu starten mit diesen tollen gelben Perlen. Das ist echt interessant und man kann das auch auf der Beschreibung, auf der Produktbeschreibung nicht erkennen, dass da auch Perlen dabei sind. Darum jetzt meine Überraschung. Es gibt ja verschiedene Mandalas, habe ich gesehen, auf der Website von Painting Fairy Cross Stitch, entschuldigt. Und da wäre es dann natürlich interessant, ob überall Perlen dabei sind, bei allen Mandalas. Ja, tolles, tolles Produkt. Und wir kommen schon zum nächsten Produkt. Was habe ich mir diesmal ausgesucht? Aha, das war offen. Also im Zipbeutel haben wir das nächste Produkt und dann nochmal in Plastik eingepackt. So. Ja, was ist es dieses Mal geworden? Und es ist, ja, das mediterrane Haus
also das Haus am Meer. Ihr seht da hinten die Boote, ja, die Blüten, also der Strauch beim Haus. Es heißt auch Dream of the Mediterranean, also mediterranischer Traum. Ein wunderschönes Landschaftsmotiv. Also das hat mich sehr schnell angesprochen und ja, ich habe mich dann dafür entschieden. Und oh, das ist gleich eine andere Legende, nicht wie bei den vorherigen Bildern. Und ja, Moment, ich schaue nur, ob das hinten weitergeht. Ja, wir haben tatsächlich 89 Farben, wie ihr sehen könnt. Und wir haben, soweit ich jetzt auf den ersten Blick sehe, 67 einfache Farben. Und das heißt, es sind 21 Mischfarben. Und wir haben nicht nur volles Kreuz, nein, wir haben auch Backstitches und wir haben 2, 4, 5, 6, 7 Arten von Backstitches. Also ihr seht auch einmal einfädig, einmal zweifädig, so wie hier bei der 310. Also einfädig, zweifädig. Ja, und eine Menge an Mischfarben. Dann haben wir, ja, das ist die zweite Seite der Legende und ihr seht hier einen Ausschnitt. Also es sind zwar Backstitches zu machen jetzt auf den ersten Blick, aber es sind nicht so viele Backstitches. Also das ist schon machbar. Ja, das mediterrane Haus, auch ein schönes Motiv. Und wir sehen uns den Stoff an. Was habe ich mir da ausgesucht? Welche Countgröße? Und wir haben 16 Count. Also ihr seht, es ist nicht so groß. Also wir haben hier eine A4-Seite. Das heißt, es ist in der Höhe so groß wie ein A4-Blatt und in der Breite etwas breiter als ein A4-Blatt. Ja, 16 Count ausgesucht, 180 mal 180 Stiche groß und auch hier keine Legende aufgedruckt. Also ich glaube, das ist jetzt so neu bei Painting Fairy, denn die ersten Bilder hatten eigentlich alle eine Legende aufgedruckt. Ja, 16 Count ist natürlich auch sehr schön lesbar. Es ist hier auch viel Color Blocking und dazwischen, also hier wo die Sträucher sind beim Haus, ist natürlich auch einiges an Konfetti zu sticken. Aber die Mischung macht es ja aussagig, von daher ist es durchaus schön zu sticken. Einmal Konfetti und einmal Color Blocking. Ja, der Stoff. Ich werde das gleich einpacken. So. Und dann haben wir die Garne und da ist einiges dabei an den Garnen. Und zwar haben wir 30, 45, 56 Farben dabei. Also 56 einfache Farben, sehr viel so pastellfärbige Farben, also hier das Pink ist kräftig, aber der Rest ist eher pastellfärbig. Hier noch ein Türkis. Ja, hier wieder eher Pastellfarben. Ja, schöne Farben für dieses mediterrane Haus, aber dabei gibt es genug zu tun und genug zu mischen bei diesem Projekt.
So, ich werde es nur kurz einpacken, damit ich dann nicht die Bilder verwechsle und nicht mehr weiß, zu welchem Bild welches Garn gehört. So, das können wir weggeben. Ja, das war dann schon das dritte Stickbild, das ich mir ausgesucht habe. Und wir kommen zum vierten Stickbild. Auch diesmal gut eingepackt in einem Druckverschluss Tasche. Und ja, was habe ich mir dieses Mal ausgesucht? Ah ja, und zwar gehört das zu dieser Serie dazu, also zu dem mediterranen Haus. Auch hier ein eher mediterranes Haus mit einem Motorrad davor und ja, mit viel Blumen vor den Häusern, einem Sonnenschirm. Ja, auch ein sehr schönes Motiv und es heißt The Romance of Blue, also ein romantisches Bild. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen, also gefällt mir noch immer sehr gut und auch da sehe ich schon, ist einiges zu tun, denn auch hier haben wir 84 Farben. Wieder eine Menge an Mischfarben. Und tatsächlich haben wir hier ja, 57 oder weniger einfache Farben und der Rest, also 20, 25 Farben sind auf jeden Fall Mischfarben. Auch hier volles Kreuz, dann haben wir auch French Knots. Und wir haben Backstitches in 2, 4, 6, 7 Farben. Also das Bild ist schon umfangreich. Es ist zwar noch erträglich jetzt auf den ersten Blick von den Backstitches her, aber ja, man hat viele Mischfarben. Also wie gesagt, das ist schon viel Arbeit dabei bei diesem Bild. Ja, wir schauen uns den Stoff an. Also wie gesagt, das gehört ja auch zu dem anderen Bild dazu, zu dieser mediterranen Serie. Und auch dieses Mal in 16 Count. Es ist genauso groß wie das vorherige mit 180 mal 180 Kreuzen. Und ja, der Druck wie üblich einwandfrei und auch hier keine Legende aufgedruckt. Der Stoff natürlich wieder gut umsäumt. Und ja, auch hier eine Mischung aus Konfetti und Color Blocking. Also wir haben hier den Hintergrund überall Color Blocking und natürlich wo die Blumen sind und diese Sträucher haben wir eher Konfetti. Ja, also ein umfangreiches Bild. Und das Garn haben wir auf Plastikgarnkarten. Jetzt muss ich nur kurz schauen, war das vorher auch? Nein, da hatten wir tatsächlich Karton, also diese Pappgarnkarten, obwohl das Bild zu einer Serie gehört. Hier haben wir die Plastikgarnkarten, hier in Lila. Und wir haben tatsächlich 30, 45, 50 einfache Farben. Also wunderschöne Farben. Hier haben wir viel Gelb und Orange dabei und Rot, ein kräftiges Rot. Und auch das Blau, kräftiges Blau, Orange wieder und Gelbtöne. Also wunderschöne Farben, auch diese Farbe mag ich sehr gern, dieses gelblich, ein bisschen ins Grünliche, wunderschöne Farben. Ja, also
da hat man auf jeden Fall genug zu tun bei diesem Projekt. The Romance of Blue. Die hätte ich mir doch wieder einfacher vorgestellt, diese zwei Projekte. Aber ja, da sieht man, dass man sich sehr täuschen kann, nur wenn man die Bilder auf der Homepage sieht. Ja, und dann habe ich das letzte Projekt, also diesmal alles im Schnellverfahren. Und wir haben Kartonstücke, so, Druckverschlusstasche. Und was habe ich mir ausgesucht? Und ich weiß schon wieder, wenn ich die Farben sehe, weiß ich sofort, dass es ein Herbstmotiv ist, also mit diesen Brauntönen. Und ich habe mir ausgesucht das kleine Kalb, also die kleine Kuh, und heißt Autumn Little Cow, also kleine Herbstkuh. Ja, da gibt es ja auch 3 verschiedene Kühe. Also eines, glaube ich, war die Christmas Cow, eines die Halloween Cow und eines eben die Autumn Cow. Also hier dieses kleine Herbstkalb mit Mütze, mit einem warmen Getränk. Und ja, auch im Hintergrund sieht man diese herbstlichen Blätter. Hier die Blätter im Hintergrund. Ja, ich sticke sehr, sehr gerne Herbstmotive. Also ihr werdet das öfter bei mir sehen. Und dieses Motiv hat mich natürlich sofort angesprochen. Die kleine Herbstkuh. Ja, hier schon sortiert nach Symbolen, wie ihr sehen könnt. Also das mag ich ja ganz gerne, denn da findet man die Symbole viel schneller. Und wir haben tatsächlich nur eine Mischfarbe. Und wir haben 47 einfache Farben. Also dieses Bild hätte ich wieder hätte ich mir gedacht, dass es mehr Mischfarben hat. Ja, wir haben ausschließlich volles Kreuz. Es gibt keine Backstitches oder halben Stiche oder ja, was auch immer, sondern reines volles Kreuz. Und wie gesagt, 47 Farben und eine Mischfarbe. Also das ist jetzt nicht so schwierig zu sticken, aber wir haben hier natürlich sehr viel Einzelstiche beim Hintergrund. Also das ist schon eher mühsam zu sticken, dieser Hintergrund mit diesen Einzelstichen. Aber das Motiv selbst, kann ich mir vorstellen, ist sicher gut zu sticken. Die kleine Herbstkuh. Ja, dann schauen wir uns den Stoff an. Welche Größe habe ich gewählt? Und zwar 18 Count. Also ihr seht, 18 Count, da ist das Motiv nicht so riesig, also auch nicht viel größer als eine A4-Seite. Ja, aber viel Konfetti kann ich jetzt gleich auf Anhieb erkennen. Also wirklich, wirklich sehr, sehr viel Konfetti. Also da hat man schon einiges zu tun. Wie gesagt, diese einzelnen Stiche hier, die sind eher mühsam zu sticken. Ja, da man den Faden ja gleich wieder abschneiden muss und im Endeffekt nicht wirklich vorankommt. Und ihr seht, hier oben haben wir etliche von diesen wenigen Stichen und auch auf der linken Seite. Ja, einiges zu tun.
Zwar keine Mischfarben, aber wie gesagt, dafür dieser Hintergrund. Aber da könnte man sich dann überlegen, ob man wirklich das auch stickt, diesen Hintergrund. Und das bleibt ja dann jedem selbst überlassen. Ja, hier haben wir die Farben, wieder lila Garnkarten, Plastikgarnkarten. Und wir haben tatsächlich 47 Farben. Ja, genauso wie wir es gesehen haben auf der Legende. Und die Farben ähneln sich alle sehr. Also von beige bis braun bis orange würde ich die Farbpalette bezeichnen, ja. Also sehr, sehr viele ähnliche Farben. Also viele, viele Farbnuancen von beige bis braun und orange. 47. Also das Farbspektrum gefällt mir ja sehr gut. Ich mag diese warmen Brauntöne und Orange-Beige-Töne. Wunderschöne Farben, wunderschöne Farben. Ja, meine Lieben, das war auch schon mein letztes Projekt. Das 5. Projekt. Ich packe das noch kurz ein und wir schauen uns noch kurz die Übersicht an von meinen 5 Projekten. Und ja, wir haben, wie gesagt, die Herbstkuh. Wir haben zweimal das mediterrane Motiv. So, ich werde hier ein bisschen Platz machen. Und dann haben wir einmal den kleinen Fuchs. Und wir haben einmal das Mandala mit den Perlen. Da bin ich ja wirklich schon sehr gespannt auf das Mandala. Ja, meine Lieben, mich würde jetzt noch interessieren, welches hat euch jetzt am besten gefallen von diesen Produkten? Schreibt mir das gerne in den Kommentaren. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich auch bei Painting Fairy Cross Stitch für die Kooperation. Ja, ich erwähne es nochmal, rechts oben findet ihr den Rabattcode, also der lautet ja Kreuz Dame. Damit könnt ihr 5% auf eure Bestellung sparen. Auf der linken Seite hattet ihr die ganze Zeit die Marke eingeblendet, also die Kooperation mit Painting Fairy Cross Stitch. Dann hoffe ich, ihr seid auch im nächsten Video mit dabei. Bedanke mich noch einmal und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.